Wir zeigen erstmal die ganze Kombination, die wir gemacht haben, und dann erklären wir das Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Das, obwohl das kompliziert aussehen kann, sind eigentlich nur Grundfiguren. Nur Grundfiguren. Zum Beispiel analysieren wir das Schritt für Schritt. Grundschritt erstmal 2, 3, 4, 5. Salida 2, 3, 4, 5. Was ist das? Das ist eine Parada mit einer Verziehung. Ja, das ist von Montag. Jetzt 8 vorwärts, Sacada. Hier gibt es aber das Konzept von Veränderung eines klassischen Musters. Wir haben klassische Muster, die wir immer tanzen, und wir haben die Veränderung von diesen Mustern. Das ist, wie wir das verstehen sollen, und auf keinen Fall alles auf dem gleichen Niveau von Prioritäten setzen. Die Prioritäten sind immer die klassischen Muster, die klassischen Formen, die Grundschritte, die wir immer tanzen. Und dazu gibt es Veränderungen. Das ist der Fall dieser Sacada. Eine normale Sacada würde nach hinten gehen. No? Es ist logisch. Ich schlage da, pop, es geht nach hinten. Nochmal, da, nach hinten. Das verändere ich und ich bringe sie nach vorne. Und danach, das nächste ist eine Media Luna. Statt nach links, wie wir das normalerweise machen, weil das leichter ist, machen wir das nach rechts. Da, mit einer Parada zum Beispiel. Und das haben wir dann so verbunden. Von nie perdido. 3, 4, 5. Veränderung einer Sacada. Und hier, Rückseite vor. Es kann eine Parada sein oder es kann eine Sacada sein, dann mit Enganchada und weitergehen, 3, 4, 5. Hauptsache, dass wir immer im Kopf erhalten, die Tanzrichtung, dass es sehr wichtig ist. Und das ist jetzt etwas für die Tango-Lehrer, die jetzt dieses Video schauen. Es ist sehr wichtig, wenn ihr unterrichtet, nicht nur irgendwelche Figuren und Schrittfolgen unterrichten, die Leute, die nicht so viel Erfahrung haben, dann in der Milonga versuchen und dann machen sie Sachen so wie zum Beispiel so, alles gegen die Tanzrichtung. Das soll nicht sein. Wir sollen versuchen, immer an die Tanzrichtung zu denken. Und das sage ich, weil mal habe ich mit ein paar Tango-Lehrern gesprochen und ich habe gesagt, ja, man sollte das so immer richten in die Tanzrichtung. Sie haben gesagt, eigentlich das ist ein interessanter Punkt. Interessanter Punkt, das soll das Erste sein, wenn man unterrichtet. Die Varianten, die wir haben, wäre zum Beispiel die Sacada. Rückseite vor, das gleiche Muster von immer. Sie geht vorwärts, dann habe ich die Möglichkeit, die Sacada zu machen, aber dafür muss ich diese Seite frei lassen, weil ansonsten haben wir keinen Platz. Also ich muss wirklich befreien, damit ich da reingehen kann. Und für die, die sich langweilen, kann man dann noch dazu ein Gancho machen, vor, Seite und dann Rück- oder Enganchada. Machen wir direkt die Sacada. Rück, Seite, vor, Gancho. Das kann man immer machen. Das sind Sachen, die stören niemanden, sind auch nicht gefährlich in der Milonga, weil der Gancho kommt zu mir hier. Also es kann in der Milonga auch nicht gefährlich sein. Bei dem Gancho nicht drehen. Damen, nicht drehen, weil sonst habe ich keinen Platz für das Gancho. Auflösen und dann entweder Enganchada oder Ocho, je nachdem, was er führt. Bezüglich der Winkel. Es gibt einen sehr interessanten Punkt, über den ich sprechen wollte, und das ist genau wieder bei der Sacada. Sacada, manche Frauen haben das gemacht, das ist auch richtig. Es kann sein, je nachdem, was ich machen möchte. Aber die Möglichkeit, diesen Schritt nahe zu dem Mann zu machen, gibt es auch. Aber der Mann muss auch etwas machen. Wir müssen den Punkt finden, wo sie, sagt man, verwundbar ist. Ja, es ist so ein Punkt, wo sie einfach nichts machen. Ich kann halt die Richtung verändern. Und das ist immer, wenn sie auf ein Bein steht und wenn sie unterwegs ist von A nach B, also wenn sie in Bewegung ist. Sagen wir so, sie machen einen Schritt nach vorne
Genau. Das ist der Moment, wenn wir die Richtung verändern können. Und das machen wir zu uns. Idealerweise würden wir hier schaffen, dass dieser Teil des Oberschenkels, des Beines, hier in Kontakt ist. Da kann ich sofort, machen wir das so, dann kann ich sofort hier rüber gehen. Die zweite Sache ist, wie drehe ich sie da nach rechts? In dem Moment, wenn sie das Gewicht verlagert, in dem Moment habe ich die Möglichkeit, mich so zu drehen, damit ich die Richtung des Schrittes wechsle. Der Fehler wäre, diese Rotation hier anzufangen. Ja, das würde nicht produktiv sein, wir verlieren das Gleichgewicht. Wenn sie belastet, in dem Moment hat sie dieses hintere Bein wieder frei. Dann kann ich das hier hinrichten und mein Bein geht einfach nur rüber. Das sind die 2 Punkte, die ich mir merken soll, wenn ich die Richtung verändern möchte.